Hallo, in diesem Video zeigen wir dir, wieso du dich von deinem originalen VW-Radio verabschieden und durch das neue ATOTO S8 ersetzen solltest. Die Funktionen, die dieses Radio bietet, sind tatsächlich vielfältig und auch selten auf dem Markt vorhanden. In diesem Video erklären wir dir alles, was du über das ATOTO S8 wissen musst. Von den technischen Details über den Einbau in den Passat B7 bis hin zu den Vor- und Nachteilen des Radios. Am Ende wirst du in der Lage sein, eine klare Entscheidung zu treffen, ob dieses Radio das Richtige für dich ist. Viel Spaß beim Video! Wir wissen alle, dass der Markt voll von verschiedenen Android-Radios gefüllt ist, die alles Mögliche versprechen. Im letzten Video haben wir ein solides Android-Radio gezeigt, welches die paar Funktionen, die es verspricht, auch tatsächlich hat und für kleines Geld zur Verfügung stellt. Jetzt, in diesem Video, zeigen wir dir einen Big Boss auf dem weltweiten Android-Radio-Markt, nämlich das ATOTO S8. Was macht es jedoch besser als die anderen Android-Radios? Die meisten Android-Radios auf dem Markt kommen mit 2 GB RAM und 32 GB ROM. Das ATOTO S8 lässt sich mit seinem 4 GB RAM im Vergleich besser und schneller steuern. Es hat außerdem unzählige Schnittstellen, die verwendet werden können. Egal ob du eine Rückfahrkamera, eine 360-Grad-Kamera, Bildschirme, Verstärker, Subwoofer und so weiter in deiner Ausstattung hast, das ATOTO unterstützt sie alle. Zudem hat das ATOTO unserer Erfahrung nach eine bessere Audioqualität als die anderen China-Radios, was spürbar zu hören ist. Mit einem 7 Zoll Display und einem leistungsstarken Octa-Core-Prozessor bietet es eine schnelle und reibungslose Benutzererfahrung. Ob du Musik streamen, GPS-Navigation nutzen oder dein Smartphone integrieren möchtest über Android Auto oder Apple CarPlay, das ATOTO S8 macht dies möglich. Die zwei größten Besonderheiten des ATOTO S8, die Kompatibilität und der KI-Assistent. Das ATOTO S8 ist kompatibel mit nahezu allen Fahrzeugen, da es sich um ein Aftermarket-Radio handelt. Voraussetzung ist jedoch, du verwendest die passenden Montagekits und Kabelbäume. Mehr dazu findest du im nächsten Kapitel. Das AI-Tool DriveChat ist ein Sprachassistent basierend auf ChatGPT. Das heißt, du kannst dem AI-Tool alle Fragen stellen, die du möchtest und sogar Funktionen im Fahrzeug ausführen. Solltest du das ATOTO S8 haben wollen, haben wir dir einen Amazon-Link in der Beschreibung bereitgestellt. Bei diesem Unboxing wollen wir dir hauptsächlich zeigen, was die ATOTO alles an Adapter und Zubehör mitliefert und für was sie zu gebrauchen sind. Diese Adapter sind zwei verschiedene 16-Pin auf ISO Adapter. Um eine breite Palette an Fahrzeugen schon ohne Montagekit abdecken zu können, sind diese Adapter mit dabei. Für unseren Passat B7 passen jedoch beide nicht, daher legen wir sie beiseite. Der dritte Adapter ist ein universeller Adapter. Der 16-Pin-Stecker geht in das ATOTO Radio und die Drähte werden mit dem Hauptkabelbaum der Multimedia-Einheit deines Autos verbunden. Dieser Adapter kommt hauptsächlich zum Einsatz, wenn es tatsächlich keine speziellen externen Adapter oder kein Montagekit für dein Auto geben sollte. Das ist bei unserem Passat B7 und bei den meisten anderen Fahrzeugen auch nicht der Fall. Daher tun wir uns das Gefummel nicht an und kaufen uns einen externen Adapter, ohne dafür werkseitige Kabel abzwicken zu müssen. ATOTO hat nicht nur einen Subwoofer-Ausgang mit RCA-Anschluss integriert, sondern auch 2 Line-Out-Konverter beigelegt. Damit kannst du problemlos bis zu 3 externe Verstärker an dieses Android-Radio anschließen, was wirklich sehr zu schätzen ist. Mitgeliefert bekommst du auch 2 verlängerte USB-Anschlüsse. Diese verlegst du am besten in das Handschuhfach und lässt diese dort liegen. Das andere Ende steckst du einfach in die dafür vorgesehene Buchse am Android-Radio. Den USB mit der Datenübertragung wirst du auch zur erstmaligen Inbetriebnahme von CarPlay benötigen. Als nächstes kannst du auch schon die externe Wireless-Antenne anstecken. Diese ist hauptsächlich dafür da, um CarPlay und Hotspots vom Radio aus zu ermöglichen. Sie bildet ebenfalls eine weitere Verbindungsschnittstelle zum Radio. Die GPS-Antenne ist ebenfalls selbsterklärend. Du kannst die Antenne entweder in der Radiomulde lassen oder diese auch nach außen auf das Armaturenbrett verlegen. Das Signal sollte stark genug sein. Der nächste mitgelieferte Adapter ist hauptsächlich der Eingang für die Rückfahrkamera. Diesen Adapter plus noch einen externen Adapter, den wir im nächsten Kapitel behandeln, brauchst du, um das Signal der originalen VW-Rückfahrkamera einzubinden. Der letzte Anschluss hier ist hauptsächlich der 4G SIM-Karten-Slot und der Eingang für ein externes Mikrofon. Die restlichen Stecker sind verschiedene Video- und Audioanschlüsse, solltest du eine externe Soundanlage oder weitere Bildschirme im Auto haben. Das war's dann auch schon mit der Vorbereitung. Übrig geblieben sind die mitgelieferten universellen Rahmen und die Schutzfolie für das Display. Jetzt schauen wir uns an, was meistens noch zusätzlich benötigt wird, um das ATOTO richtig zu installieren und auch, was man explizit für den VW Passat B7 benötigt.
Bei den Montage-Kits ist hauptsächlich Recherche angesagt, wobei der Markt es dir relativ leicht macht herauszufinden, was du alles brauchst. Diese Kits beinhalten in der Regel Blenden, die das Radio perfekt in die Mittelkonsole deines Autos anpassen und Adapterkabel. Die meisten modernen Autos werden heutzutage über CAN-Bus gesteuert. In der Radiomulde sollte daher nur ein großer Quadlock-Stecker und das Antennenkabel vorgelegt sein. Ist dem nicht der Fall, so sind deine Lenkradtasten analog gesteuert und du kannst dich auch mit den mitgelieferten Adaptern von Atoto gut bedienen. Bei einem CAN-Bus gesteuerten Auto jedoch brauchst du einen 16-Pin auf Quadlock-Stecker-Adapter, so wie diesen hier im Video. Zusätzlich dazu brauchst du auch einen CAN-Bus-Decoder, um die Lenkradtasten, Klimabedienteile und verschiedene andere Fahrzeugmeldungen auf das Radio zu bekommen. Die meisten neueren Autos, vor allem VAG-Modelle, haben einen Doppelfakra-Anschluss für die Antenne. Das Atoto S8 kommt jedoch wie die meisten anderen Android-Radios auch mit einem DIN-Anschluss. Um die originale Antenne an das Radio anschließen zu können, benötigst du einen Doppelfakra auf DIN-Adapter. Autos mit einem Antennenverstärker benötigen auch eine Stromversorgung für diesen. Hier benötigst du einen Doppelfakra auf DIN-Adapter mit einer Phantomeinspeisung. Solltest du eine originale Rückfahrkamera von VW verbaut haben, benötigst du, um das Kamerasignal auf das Android-Radio zu bekommen, auch einen RGB zu AV-Konverter. Das Atoto S8 wird mit universellen Metallhalterungen und 2 Blenden in verschiedenen Dicken geliefert. Trotzdem ist es nicht selten der Fall, dass du zusätzliche Rahmen- oder Montagehalterungen dazu kaufen musst. Diese sind, je nach Fahrzeugmarke, glücklicherweise nicht zu teuer und auf dem Markt auch sehr gut vertreten. Da wir dir hier zeigen, wie du das Atoto S8 kinderleicht in einen Passat B7 Baujahr 2014 einbauen kannst, verlinken wir dir hier das benötigte Zubehör. Du brauchst einen Quadlock-Adapter, also CAN-Bus-Adapter mit einem CAN-Bus-Decoder, einen Doppelfakra auf DIN-Adapter mit Phantomeinspeisung für die Antenne, spezielle Blenden für VW-Modelle zur Umrüstung auf DIN-Radios, plus eine Metallhalterung, was leider nur mit einem zusätzlichen Rahmen erhältlich ist, den du aber nicht brauchst. Die Metallhalterungen brauchen wir sehr wohl. Und solltest du eine originale VW-Rückfahrkamera haben, benötigen wir auch den RGB zu AV-Konverter. Die Links für dieses Zubehör findest du in der Beschreibung. Die Demontage des originalen VW-Radios ist einfach und schnell erledigt. Als erstes entfernst du den Plastikrahmen. Dieser ist mit einem einfachen Clips an der Instrumententafel befestigt und sollte mit einem einfachen Ruck schnell heraus sein. Nachdem du den Plastikrahmen ausgeklipst und den Warnblinker abgesteckt hast, schraubst du die 4 Schrauben, die das Autoradio in der Mulde halten, heraus. Der letzte Schritt bei der Demontage besteht darin, die CAN-Bus-Verbindung zu trennen und die Antenne abzustecken. Der CAN-Bus-Stecker ist mit einem Hebel verriegelt, den du einfach nach oben drücken musst, während du den Stecker herausziehst. Das Auto ist jetzt bereit für das neue Android-Radio. Als nächstes musst du die mitgelieferten 2 Bleche an das Radio anschrauben. Die 2 Bügel, die du extra erworben hast, müssen vor der Montage noch ein bisschen zurecht gebohrt werden. Dieses Loch musst du etwas vergrößern, damit der Bügel richtig montiert werden kann. Die zu verwendenden Löcher sind hier markiert. Wenn du das Loch auf dem jeweiligen Bügel vergrößert hast, kannst du diese an die vorhin angeschraubten Bleche montieren. Damit das Radio perfekt sitzt, solltest du die markierten Löcher verwenden. Das Radio ist nun bereit für den Einbau. Wenn du das Radio entsprechend vorbereitet hast, bleibt dir in diesem Schritt nicht mehr viel übrig. Als erstes schließt du den werkseitigen Quadlock-Stecker an deinen Adapter und den werkseitigen Antennenanschluss an deinen Fakra auf DIN-Adapter an. Am Quadlock-Adapter musst du, wenn du einen CAN-Bus-Decoder verwendest, was wir auch tun, den rot-orangen Stecker abstecken. Dieser Stecker sollte nur angesteckt sein, wenn deine Multimedia-Einheit nicht über CAN-Bus gesteuert wird. Als nächstes verbindest du das blaue Kabel des Antennenadapters, die Phantomeinspeisung, mit dem blauen Kabel Remote-Anschluss von deinem Quadlock-Adapter. Damit bekommt der Antennenverstärker auch seine Einspeisung. Solltest du noch eine originale Rückfahrkamera von VW verbaut haben, benötigst du, wie schon vorher erwähnt, einen externen Adapter. Hier musst du zusätzlich das gelbe und rote Kabel des externen RGB zu AV-Konverters mit dem blauen Kabel vom Antennenadapter und dem Quadlock-Adapter verbinden. Daraufhin verbindest du das mitgelieferte Cinch-Kabel mit dem Cinch-Anschluss vom externen Adapter. Die Rückfahrkamera ist somit fertig installiert. Natürlich sollten auch alle Stecker in die dafür vorgesehenen Positionen am Android-Radio eingesteckt sein. Die Stecker können nicht an die falsche Position eingesteckt werden, da sie alle eine spezielle Größe haben. Schiebe nun das montierte Radio zusammen mit den Blenden und Halterungen in den Schacht der Mittelkonsole und befestige das gesamte Paket mit den originalen 4 Schrauben. Als letztes kommt der werkseitige Rahmen noch drauf und fertig. Das Atoto ist eingebaut.
Da beim Passat B7 alles über CAN Bus läuft, musst du noch das richtige Protokoll auswählen. Um beim ATOTO S8 in das Geheimmenü oder auch Werkseinstellungen zu gelangen, gehst du auf Einstellungen und klickst viermal auf das Tab System. Das Passwort, um in das Geheimmenü zu kommen, ist 3368. In diesen Einstellungen gehst du dann auf den Reiter Modellauswahl und stellst die Schnittstelle HiWorld ein. Danach folgst du einfach dem Pfad und wählst deine Fahrzeugdaten aus und fertig. Danach sollten die Lenkradtasten sowie weitere Fahrzeuginformationen auf dem Display dargestellt werden können. Sollte es weiterhin nicht funktionieren, musst du einfach alle Schnittstellen einmal durchprobieren. Eine von ihnen funktioniert sicherlich. Sollte das Radar beim Rückwärtsgang einlegen oder beim Aktivieren der Parksensoren nicht sichtbar sein, musst du im Geheimmenü unter dem Reiter Vehicle Agreement den Schalter Radarschalter auf Einsetzen. Jetzt sollte der Parksensorenradar auch wieder angezeigt werden. Die wichtigsten Einstellungen sind somit abgeschlossen. Die App DriveChat sollte schon auf dem Gerät vorinstalliert sein. Sollte das nicht der Fall sein, musst du ein Firmware-Update machen. Ist DriveChat schlussendlich vorhanden, musst du nun die App SwiftStone auf dein Handy herunterladen. Dort meldest du dich dann an und scannst daraufhin den QR-Code auf dem Display von DriveChat. Das einzige, was du noch tun musst, ist 2 Wegworte einzustellen. Ein Wegwort sollte für die Bedienung im Fahrzeug zuständig sein und ein Wegwort für die intelligenten Gespräche. Wir haben uns hier zum Beispiel für ATOTO und Gustav entschieden. Gustav, wie hoch darf die Motortemperatur beim VW Passat B7 sein? Die normale Betriebstemperatur des Motors beim VW Passat B7 liegt zwischen 90 Grad Celsius und 105 Grad Celsius. Es ist wichtig, darauf... Das ATOTO S8 G2A74MS ist ein beeindruckendes Android-Radio, das ein erstaunliches Maß an Kompatibilität und Funktionen bietet. Technikbegeisterte als auch Alltagsfahrer können viel Nutzen aus diesem Gerät herausholen. Mit einem brillanten Display, der leistungsstarken Hardware und den vielseitigen Verbindungsmöglichkeiten stellt es eine hervorragende Wahl für jeden dar, der sein Fahrzeug modernisieren möchte. Es stimmt ja, das richtige Montagekit für dein Fahrzeug zu finden, kann vielleicht etwas Zeit in Anspruch nehmen. Trotzdem überwiegen unserer Meinung nach die Vorteile deutlich. Außerdem ist das Android-Gerät überraschend schnell und agil für seine 4 GB RAM und 32 GB ROM. Wenn du ein 2 GB RAM Android-Radio gewohnt bist, wirst du mit diesem hier definitiv einen Unterschied merken. Das AI-Tool DriveChat ist auch wie ein überdurchschnittlicher verbesserter Sprachassistent, welcher auf der künstlichen Intelligenz von ChatGPT basiert. Zusammengefasst, wenn du auf der Suche nach einem hochwertigen Android-Radio bist, das dein Fahrerlebnis auf das nächste Level hebt, dann ist das ATOTO S8 genau das Richtige für dich. Es kostet zwar etwas mehr als einige andere Radios auf dem Markt, es hält jedoch sein Versprechen, was die Funktionen angeht, und ist vor allem eins: es ist nicht langsam. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.